Hey, ich bin's Laura. Ich weiß, das Video ist schon wieder super lang, aber schaut es euch trotzdem an. Das Thema ist einfach so wichtig und ich glaube, je besser wir alle darüber Bescheid wissen, umso mehr können wir das ganze Thema als Superpower für uns nutzen. Willkommen zum nächsten Video in meinem Menstruationszyklus und Sport-Part. Heute geht es um das Thema Störfaktoren, welche Dinge unsere Hormonbalance und vor allem eben auch unseren Menstruationszyklus bei uns Frauen durcheinander bringen können und eben ja auch dazu führen, dass wir entweder einen zu kurzen Zyklus haben, einen zu langen oder vielleicht sogar gar keinen. Im letzten Video habe ich euch einfach mal einen natürlichen Zyklus vorgestellt, auch anhand von meinem Bild, was ich heute mal in die Natur transportiert habe. Ja, weil ich habe mir gedacht, das Wetter ist so schön hier in St. Moritz und warum das Ganze nicht mal draußen filmen? Gerade weil eben auch dieses Thema heute, Störfaktoren, einfach auch eins ist, wo es einfach viel um Gesundheit geht und auch um Natürlichkeit, wie ihr gleich merken werdet, wenn wir zu den Störfaktoren kommen. Kurz nochmal, das letzte Mal habe ich euch auch die wichtigsten Hormone erklärt. Das waren Östrogen, Progesteron, FSH, LH, Testosteron und ich habe auch noch das Cortisol erwähnt, das Hormon, das Stresshormon, was aus der Nebenniere produziert wird. Und ja, wenn ihr euch dieses Video noch nicht angeschaut habt, dann klickt einfach mal hier und schaut euch das am besten an, bevor ihr mit dem Video weitermacht. Zeichen für einen gesunden, natürlichen Zyklus sind ja, vor allem der Eisprung in der Mitte des Zyklus und der Temperaturanstieg zum Eisprung hin, der Abfall dann zur Blutung wieder hin und ja, auch der Zervixschleim als ja, super Merkmal, um zu sehen, dass die Hormonproduktion einfach gut funktioniert. Jetzt sei noch mal hier erwähnt, dass ihr keinen natürlichen Zyklus habt, wenn ihr die Pille nehmt. Das sind synthetische Hormone, die dieses Ganze einfach außer Gefecht setzen. Da passiert nichts mehr, also es wird unterdrückt. Und auch noch erwähnt sei, dass man auch eine Blutung haben kann, jetzt auch wenn man keine synthetischen Hormone nimmt, ohne einen Eisprung zu haben. Meistens ist der Zyklus dann viel, viel länger als die normal 28 Tage. Und bei der Blutung handelt es sich dann einfach um so eine sogenannte ja, Hormonmangelblutung. Da stößt der Körper einfach auch die Gebärmutterschleimhaut ab, aber nicht aus dem Grund, dass Progesteron absinkt und eben sich kein Ei einnisten konnte, sondern einfach, weil es irgendwann der Körper das einfach loswerden möchte. So, jetzt kommen wir zu den Störfaktoren. Ein Punkt ist natürlich, ihr fühlt euch vielleicht gesund oder ihr denkt, ihr habt vielleicht tatsächlich eine Störung. Manchmal sind es eben auch Sachen, die gar nicht so offensichtlich sind. Sprich Symptome, die wir eigentlich quasi als Frauen akzeptiert haben und die uns häufig auch suggeriert werden, als dass es einfach dazugehört, wie PMS-Schmerzen, Kopfschmerzen, Pickel, Stimmungsschwankungen und so weiter. All das ist nicht normal, sondern wenn ihr das ausgeprägt erlebt, ist das bereits ein Zeichen für ein hormonelles Ungleichgewicht. Das heißt, solltet ihr unter solchen Symptomen leiden, wie denke ich einfach viele von uns da draußen, wie gesagt, auch ich hatte damit zu kämpfen. Also ich habe halt, das war das, was ich in meinem allerersten Video, warum ich dieses Video mache, schon einleitend gesagt habe, dass ich immer solche Schmerzen auch hatte, bevor ich meine Regel bekommen habe, dass ich halt wirklich immer das Gefühl hatte, mein Körper, der muss so kämpfen, um das hinzubekommen. Und ja, das war eben mit ein Grund, dass ich mich damit nicht abfinden wollte, dass das normal ist.
Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, welche Störfaktoren es so gibt. Und ich sage euch, es sind unzählige und dieses Video wird unendlich lang, wenn ich mich da jedem Einzelnen widme. Deswegen habe ich gedacht, ich suche mir mal die raus, die ich für mich jetzt so am interessantesten fand oder was ich einfach auch nie so klar wusste. Und ich sage euch eins, es hat unter anderem dazu geführt, dass ich ungefähr mal mehr als 2/3 von allem, was ich im Bad an Kosmetika-Produkten hatte, einfach mal entsorgt habe. Ich möchte jedoch starten mit dem Blatt, was ihr auch schon beim letzten Mal gesehen habt. Da ging es um die Produktionsorte von den wichtigen Hormonen. Da habe ich euch den Hypothalamus und die Hypophyse vorgestellt als übergeordnete Zentren im Gehirn, den Eierstock, die Nebennierenrinde, die Fettzellen und die Gebärmutter. Und all diese Orte sind jetzt natürlich auch mögliche Orte von Krankheit oder von Störung. Das heißt, ein Problem, wenn ihr zum Beispiel Zyklusstörungen habt, also zu kurz, zu lang, gar nicht, kann hier begründet liegen. Sprich, ihr stresst euren Körper durch mögliche Störfaktoren zum Beispiel so extrem, dass er einfach im Gehirn beschließt, dieser Körper ist gerade einfach nicht dazu in der Lage, im Endeffekt gebärfähig zu sein und einen normalen Zyklus zu haben, weil Reproduktion ist gerade sowas von zweitrangig. Hier geht es gerade ums Überleben sozusagen. Das heißt, diese Kommunikation zwischen Hypophyse und Eierstock, die wird einfach stillgelegt. Es gibt auch eine Bezeichnung für eine Krankheit, das ist Hypothalamic Amenorrhoea, also eine Amenorrhoe, also ein Nichtvorhandensein des Menstruationszyklus, der Periode, aufgrund von einer Störung im Hypothalamus. Das ist ein Krankheitsbild. Ich bin natürlich keine Ärztin, deswegen, wenn ihr den Verdacht habt, dass es sich darum vielleicht bei euch handelt, dann wendet ihr euch am besten an euren Arzt, lasst euch da beraten. Aber viele von den Tipps, die ich euch geben werde, werden auch bei diesem Krankheitsbild helfen. Häufig wird es ausgelöst durch einen zu geringen Körperfettanteil, zu geringe Energiezufuhr, zu viel Sport. Die Liste ist lang. Dann gibt es noch ein weiteres Krankheitsbild, das sogenannte Polycystic Ovarian Syndrome. Also da handelt es sich um sogenannte Zysten an den Eierstöcken. Auch da kann ich euch natürlich jetzt keine großen Tipps geben. Ist auf jeden Fall auch ein Krankheitsbild, was zu einer Störung führen kann, was ihr aber super easy eigentlich mit Ultraschall bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen abchecken lassen könnt. Dazu macht man häufig auch noch ein Blutbild. Wie gesagt, da lasst ihr am besten mal den Doc drüber gucken. Aber natürlich kann es im Eierstock auch noch andere Krankheitsbilder geben, Störungen geben. Das heißt, ein Check beim Gynäkologen ist auf jeden Fall empfehlenswert. Außerdem super wichtig ist die Nebennierenrinde. Ich habe gesagt, ein Störfaktor ist Stress. Stress wird ausgelöst im Endeffekt, oder die Antwort vom Körper ist eine Cortisolausschüttung, wird aus der Nebennierenrinde ausgeschüttet. Und wenn man über eine größere Dauer Stress hat, und wir kommen gleich auch nochmal dazu, was alles Stress verursachen kann. Häufig denkt man, Stress ist einfach nur, wenn man irgendwie einen busy Zeitplan hat und nicht weiß, wie man alles unterkriegen muss und so weiter. Das ist eine Form von Stress. Es gibt aber auch noch ganz anderen Stress, zum Beispiel, dass ihr ein Ungleichgewicht in euren Darmbakterien habt und euer Körper nicht genügend Nährstoffe resorbieren kann und dadurch in so einem ständigen Defizit ist, und auch sowas ist Stress für euren Körper. Und bei der Nebennierenrinde ist es so, erstmal pumpt die ganze Zeit Stresshormone aus, und wenn diese Stressphase über einen längeren Zeitraum anhält, dann ist sie irgendwann erschöpft und hat keinen Bock mehr und reduziert die Hormone. Und ihr müsst wissen, dass Eierstock, Nebennierenrinde und die Schilddrüse, die stehen ständig im Austausch. Und wenn ihr in einem der 3 Organe zum Beispiel eine Störung habt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich das auf das ganze Konstrukt auswirkt. Dazu ist es so, dass Cortisol genau auch an Rezeptoren der Geschlechtshormone binden kann, vor allem von Progesteron.
Und ich habe euch hier erklärt in meinem letzten Video, dass Progesteron zu einem geringen Anteil in der Nebennierenrinde produziert wird. Der Hauptanteil wird allerdings von diesem Corpus luteum, also das ist die Hülle von dem Ei, wenn es gesprungen ist, fängt es an, das zu produzieren. Das heißt, wenn ihr keinen Eisprung habt, habt ihr auf jeden Fall zu wenig Progesteron. Das heißt, ihr habt da ein Ungleichgewicht. Also dieses Verhältnis von Östrogen zu Progesteron ist gestört, wenn ihr keinen Eisprung habt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass eben Cortisol super gerne an Progesteronrezeptoren bindet und dadurch sozusagen für das wenige Progesteron, was Frauen, die einen gestörten Zyklus haben, dockt das auch noch an und nimmt quasi das auch noch weg. Das heißt, eine Störung, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, ist unter anderem eben auch die sogenannte Östrogendominanz. Das heißt, das Verhältnis von Progesteron und Östrogen stimmt nicht mehr. Und könnt ihr auch einfach nochmal googeln, da findet ihr zahlreiche Symptome, ja, wo man sicher sich viele wiederfinden. Und ein Grund liegt eben unter anderem auch da drin. Auch die Gebärmutter kann natürlich krankhaft befallen sein, Gebärmutterhalskrebs oder irgendwelche Fehlbildungen. Also auch das ist mit Sicherheit etwas, was ihr abklären lassen müsst, wenn ihr den Verdacht habt, dass bei euch irgendwas nicht in Ordnung ist. Super interessant sind die Fettzellen. Da kommen wir eben auch schon zu dem einen Störfaktor, der da heißt zum Beispiel Untergewicht oder einen zu niedrigen Körperfettanteil, was natürlich bei super vielen Sportlerinnen der Fall ist. Die Ausdauersportarten, das sind eigentlich die Sportarten, die häufig mit diesen ganzen Problemen konfrontiert sind, weil der Faktor oder ja, Gewicht einfach eine Rolle spielt, beziehungsweise wir sehr viel trainieren und natürlich als Frauen eigentlich unseren Körper damit so fordern, dass wir unserem Gehirn eigentlich schon sehr regelmäßig die Nachricht schicken, ja, hier, die hat irgendwie gerade ein bisschen was anderes zu tun, als ja, fruchtbar zu sein. Das ist gerade zweitrangig. Also konzentriert sich der Körper dann einfach auf andere Funktionen, die in dem Moment überlebenswichtiger erscheinen. Das heißt, auch Fettzellen kommunizieren mit dem Gehirn. Und wenn ihr da eben ständig im Defizit seid, was zum Beispiel auch sein kann, ihr verpflegt euch schlecht in Trainingseinheiten. Ihr fahrt euch immer leer auf dem Rad oder nehmt nie irgendwas zu euch. Mit wie vielen Athleten habe ich schon gesprochen, wo ich einfach oder selbst trainiert, wo ich einfach gesehen habe, dass die einfach 3 Stunden nur auf Wasser fahren. Und natürlich geht es, habe ich auch schon mal gemacht, aber ich habe auch ganz klar gemerkt, dass es nicht sinnvoll ist, dass ich zum einen also viel mehr aus meiner Einheit rausholen kann, wenn ich mich gut verpflege. Und zum anderen, ich meinem Gehirn und gerade eben auch hier meinem hormonproduzierenden System einfach die Information schicke, ich bin gut versorgt, ich bin in keinem Defizit, die Hormone können weiter produziert werden, alles ist in Ordnung. Also einer der Hauptstörfaktoren, den ich eben auch zum Beispiel bei meinen Problemen ja, mit als Hauptursache sehe, ist einfach dieser Stress. Und ich habe gesagt, Stress ist eben zum einen den Stress, den wir alle so als Stress definieren, auf der Arbeit, mit dem Lebenspartner, ja, was auch immer man als Stress empfindet, ist natürlich super individuell. Ich habe erwähnt, es kann aber eben auch zum Beispiel ein Ungleichgewicht der Darmbakterien sein, dass euer Körper im ständigen Nährstoffmangel ist. Das ist natürlich auch das Gleiche, wenn ihr ständig im Kaloriendefizit seid und euch nicht ausreichend ernährt, einfach nicht genügend Kalorien zuführt oder auch eben nicht genügend nährstoffreiche Lebensmittel. Und das ist ein Punkt, der ist so wichtig für uns Frauen vor allem, für die Männer natürlich genauso, weil die auch dieselben Hormone produzieren und im Endeffekt die gleichen Störungen entwickeln können. Nur bei uns ist das System einfach ein bisschen sensibler, weil wir einfach noch Kinder bekommen können, dürfen, möchten und einfach ja, diesen Menstruationszyklus noch haben, der eigentlich aber auch unser Superpower ist. Stress ist aber eben zum Beispiel auch Sport. Sport ist eigentlich im Endeffekt nichts anderes als Stress, vor allem wenn ihr euch leer macht, euch nicht ausreichend versorgt. Es ist aber natürlich auch ein Stück weit ein gewollter Stress. Das ist dann so ein bisschen das Problem. Wenn ihr schon in einer Störung drin seid und ihr liebt aber euren Sport und macht immer weiter, wird es wahrscheinlich nicht besser. Da ist dann eventuell wirklich eine Sportpause gefragt. Jetzt, ich als Leistungssportlerin, ich muss natürlich auch an meine Limits gehen, um besser zu werden, um ja, mit Weltklasse-Athletinnen konkurrieren zu können. Das heißt, ich muss meinen Körper stressen. Umso wichtiger ist es dann aber, dass ich den Ausgleich hinbekomme. Das heißt,
ich muss im Endeffekt es schaffen, 51% von 100 mich zu erholen und 49% mich zu stressen. Weitere Ursachen und Störungen sind zum Beispiel Blaulicht, was wir von unserem Handy, von unserem Computer, dem wir ausgesetzt sind. Wenn ihr einen Bürojob habt und den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzt, ist es sehr wahrscheinlich, dass euer Körper eine gestörte Melatoninproduktion hat, also das Schlafhormon, was zwangsläufig irgendwann dazu führt, dass ihr Probleme bekommt, gut zu schlafen, was sich natürlich massiv auf die Erholung auswirkt und das ganze Rad fängt sich an zu drehen. Versucht Blaulicht wirklich vor allem in den Abendstunden zu minimieren oder kauft euch eine Blaulichtbrille. Ich finde, das ist ein super wichtiger Faktor, der gerade in unserer heutigen Gesellschaft einfach, ja, es nimmt so viel Platz ein und man schützt sich im Endeffekt nicht davor. Dann habe ich erwähnt, dass ich mein halbes Bad ausgemistet habe und da kommen wir zu dem Punkt Kosmetika und ja, generell Produkte, die wir so vor allem als Frauen im Bad rumstehen haben. Und da kann ich euch echt nur empfehlen, mal alle eure Sachen, die ihr benutzt, zum Beispiel mit der App CodeCheck zu checken, auf Inhaltsstoffe wie Weichmacher, ja, Mikroplastik und da gibt es eine ganze Reihe an irgendwelchen chemischen Stoffen, die negative Wirkung auf unsere Hormonproduktion haben. Und ich war so erschrocken, ja, welche Sachen das im Endeffekt alles bei mir waren. Also auch wirklich, ich habe schon immer darauf geachtet, eigentlich natürliche Produkte zu wählen und da auch mehr Geld für auszugeben. Und im Endeffekt ja, stand da quasi Natur drauf, es war aber keine Natur drinne. Und ja, das war jetzt bei mir echt ein radikaler Schritt, den ich gegangen bin, dass ich wirklich nur noch Sachen mir jetzt gekauft habe. Ich bin wirklich im Laden gestanden, habe die Sachen gecheckt, die einfach nur komplett natürlich sind. Also im Endeffekt bin ich jetzt voll der Öko. Und plötzlich reichen mir auch, ich sag mal, 3 Sachen im Bad. Und ich brauche gar nicht mehr so einen riesen Haufen Zeugs. Vor allem Schminke, Nagellack. Ihr seht, ich trage, vielleicht ist es euch aufgefallen, schon länger keinen Nagellack mehr. Tut mir natürlich auch ein bisschen weh. Vielleicht finde ich irgendwann nochmal ein Produkt, was da geeignet ist. Oder wenn ihr schon da Erfahrung habt, sagt mir, welches das ist. Aber am Ende ist es halt so, die Natur lässt sich auch nicht verarschen. Meistens ist in allem, was irgendwie Schminke, die Haare wunderschön weich macht und so weiter, ja, Mist drin. Dann ist natürlich auch die Ernährung super wichtig, um den Zyklus zu stören oder eben positiv zu unterstützen. Stören könnt ihr ihn zum Beispiel durch Pestizide. Das heißt, wenn ihr konventionell angebaute Lebensmittel kauft, also vor allem Obst und Gemüse, was eben gespritzt wird mit Pestiziden, die sind ein riesen Störfaktor für unsere Hormonproduktion, stressen den Körper, schwächen ihn. Das heißt, wenn es euch möglich ist, versucht, biologische Lebensmittel zu kaufen. Die haben einfach mehr Nährstoffe und sind weniger belastet. Dann habt ihr vielleicht auch schon mal von diesen hormonähnlichen Stoffen in Nahrungsmitteln gehört. Also da gibt es einmal so die Phytoöstrogene und die Xenoöstrogene. Es gibt Lebensmittel, da sind östrogenartige Stoffe drin. Zum Beispiel ganz bekannt ist Soja, Tofu. Es gibt aber auch Gewürze und so weiter. Die Liste ist lang, könnt ihr euch auch noch mal, wenn es euch interessiert, einfach ja, für euch selbst recherchieren. Und das Problem daran ist, dass eben, wie ich am Anfang erwähnt habe, ein Problem von so einer Hormonstörung eben auch so eine sogenannte Östrogendominanz sein kann. Das heißt, wenn euer Zyklus gestört ist häufig auch kein Eisprung vorhanden, ihr habt zu wenig Progesteron und dann führt ihr eurem Körper über bestimmte Lebensmittel noch zusätzliche Östrogene zu. Das heißt, dieses Ungleichgewicht wird immer größer und die Hormone werden eigentlich über die Leber abgebaut und dann über den Urin oder den Stuhl auch ausgeschieden. Die Leber ist auch einfach ein Organ, was auch nochmal mit zu der Liste gehört, die man beim Arzt abklären kann oder auch beim Heilpraktiker, wie gut die Entgiftungsfunktion der Leber ist. Und da gibt es auch super viele Sachen, die man machen kann, um die zu unterstützen. Ist aber auf jeden Fall auch nochmal ein eigenes Thema für sich. Was einfach wichtig ist, dass ihr versteht, dass solltet ihr feststellen, dass ihr eine Östrogendominanz habt, ihr eventuell Lebensmittel zum Beispiel wie Soja oder die anderen, die ihr noch weiter recherchieren könnt,
meidet. Ein Problem zum Beispiel auch durch die ganzen synthetischen Verhütungsmittel mit den künstlichen Hormonen drin ist, dass diese nicht natürlich vom Körper abgebaut werden können. Also die werden einfach ausgeschieden, gelangen dann eben ins Trinkwasser. Und das ist eben auch ein Problem, das wir mittlerweile, und vor allem ist es ein Problem auch für Männer, über Trinkwasser oder auch andere Lebensmittel, ich denke da auch an Fleischproduktion zum Beispiel, halt häufig synthetische Hormone aufnehmen und überwiegend Östrogene, was wirklich halt nochmal dazu führt, dass das alles durcheinander geraten kann. Milchprodukte ist auch so ein Thema, und halt vor allem Fleisch, was generell eben auch hormonbelastet sein kann. Wenn ihr dazu euch entschließt, die zwei Sachen zu konsumieren, dann wirklich versucht, biologische Produkte zu wählen. Die sind sicher nicht ganz frei davon, aber mit Sicherheit schon mal weniger belastet. Wir Sportler, wir lieben ja Kaffee, und wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr auch sicher schon viele, viele Kaffeebilder von mir gesehen und schöne Stück Kuchen dazu. Da gibt es jetzt leider eine schlechte Nachricht, für uns Frauen vor allem, dass Koffein einen super negativen Effekt zum Beispiel vor allem auf diese ganze PMS-Symptomatik hat. Das heißt, wenn ihr unter diesen ganzen Symptomen leidet, Müdigkeit, krasse Schmerzen, Krämpfe, Akne, keine Kraft, die Liste ist endlos, was Frauen vor ihren Tagen vor allem durchmachen müssen, dann gebe ich euch hier den Tipp. Versucht mal, vor allem in der Woche vor eurer Periode, wenn es euch möglich ist, und ich sage euch, es ist uns allen möglich, es ist nur unser Schweinehund, der uns daran hindert, auf Koffein zu verzichten. Trinkt einfach Tee oder bestellt euch Kaffeebohnen ohne Koffein, auch die kann man trinken, und ihr werdet feststellen, denn ich bin mir sicher, dass es so ist, weil ich habe es an mir erprobt, dass die Symptome, zum Beispiel auch Wassereinlagerung, einfach fast wie weg sind. Dazu müsst ihr aber auch noch beachten, und das kommt dann aber in meinem Ernährungsvideo nochmal intensiv, dass ihr eben auch über die Ernährung euch so unterstützen könnt, dass diese ganzen Negativsymptome weniger werden oder sogar binnen weniger Wochen komplett verschwinden. Jetzt habe ich euch schon wieder zugeballert mit Informationen. Ich hoffe, es war das eine oder andere Interessante für euch dabei. Wichtig fürs nächste Video wäre mir, dass ihr einfach mal anfangt, euch nochmal intensiver anhand von all den Sachen, die ich euch erzählt habe, zu beobachten, vielleicht euren Zyklus zu tracken. Schaut eben nach möglichen Symptomen, die bei euch zutreffen können, und Möglichkeiten, wie ihr euren Körper unterstützen könnt. Man kann natürlich auch eine Labordiagnostik machen. Man kann seinen Hormonspiegel, sein Hormonlevel im Blut untersuchen lassen, im Speichel untersuchen lassen. Speichel ist eigentlich die bessere Variante, weil im Blut ist es so, dass eben auch diese ganzen künstlichen Östrogene da rumschwirren oder und dazu führen können, dass der Wert im Blut manchmal super aussieht, im Speichel aber dann sich herausstellt, er ist eigentlich viel zu niedrig. Weil diese ganzen Hormone, die da künstlich rumschwirren, können im Endeffekt nicht die Wirkung im Körper erzielen, wie es ein natürliches Hormon kann. Sehr lohnenswert ist eben auch, nach seinem Darm zu schauen, kann man eine Stuhlanalyse machen, man kann probiotische Lebensmittel essen, Sauerkraut, Kimchi, fermentierte Sachen. Schaut nach eurer Leber, lasst gegebenenfalls eure Schilddrüse checken, lasst nach euren Nebennierenwerten schauen und trackt doch einfach mal Temperatur, schaut, ob ihr Zervixschleim entdecken könnt und lernt euch einfach ein bisschen besser kennen. Und vielleicht merkt ihr, ja, das ein oder andere trifft bei euch zu, räumt in eurem Bad auf, räumt in eurem Kühlschrank auf und werdet einfach ein bisschen sensibilisiert für das Thema und vor allem eben für die Produkte, die wir unserem Körper zumuten oder in uns hineinschaufeln. Und denkt dran, dass einfach vor allem die Haut das größte Organ ist und alles, was man drauf schmiert, geht einfach direkt in den Körper. Also meine Aufforderung an euch, fangt an zu tracken, fangt euch an zu beobachten und sammelt ganz viele Informationen, lasst eventuell Tests machen, sprecht mit eurem Arzt und sammelt das Ganze mal. Und im nächsten Video möchte ich mich dann genau dem Thema widmen. Wie
Also wie genau, was tracke ich, wie sieht es aus und was könnt ihr dann am Ende mit den ganzen Informationen anfangen und wie können wir das dann eben nutzen, um uns wieder ein bisschen besser ins Hormongleichgewicht zu bekommen, sollte es gestört sein. Und dann vor allem eben auch im Sport leistungsfähiger zu sein und das Beste aus uns herausholen zu können.